Heute geht es bei mir um einen der absoluten Beauty-Trends aktuell, und zwar um Hornhaut entfernen an den Füßen, alleine durch eine Maske, ohne irgendwas mit einem Gerät abschrubbeln zu müssen oder mit so einem Bimsstein schrubbeln zu müssen. Nein, nur die Füße in so eine Maske reingeben, einwirken lassen und schwupps löst sich alle deine gesamte Hornhaut und du hast streichelzarte Haut an den Füßen. Und das habe ich ausprobiert, und zwar gibt es das bei Amazon, das ist Summerfood. Eine Packung, eine Anwendung ist da genau drin, also eine Fußmaske quasi für jeden Fuß. Ihr seht jetzt im Anschluss gleich den ganzen Prozess von Anfang bis Ende, was muss man tun. Es ist auch sozusagen ein kleines Tutorial gleich, wie man das anwendet, Schritt für Schritt, und dann zeige ich das Ergebnis und am Schluss gibt es mein Fazit dazu. Wenn euch das interessiert, bleibt bis zum Ende dran. Zwei Tage her und meine Füße sind so unglaublich trocken. Es hat sich, da sieht man es, das ist extrem. Es hat sich ziemlich komisch angefühlt und es fühlt sich so wie so eine ganz belegte Schicht an und kribbelt irgendwie. Jetzt nach 2 Tagen habe ich mich an das Gefühl komplett gewöhnt, aber jetzt fangen sie an, so extrem trocken zu sein. Es ist jetzt 4 Tage her, dass ich das Summerfood Hornhautentfernungsmittel angewendet habe und jetzt schälen sich meine Füße ungemein krass. Überall geht mir die Haut ab und ich habe jetzt schon versucht, mit einem Fußpeeling gestern entgegenzuwirken, das auch ölhaltig ist, aber ich kriege es einfach nicht glatt und es sieht unmöglich aus. Und am rechten Fuß ist es sogar noch schlimmer. Also ich habe jetzt extra diese Fetzen dran gelassen von der Haut. Die sind jetzt natürlich total trocken, die kann man jetzt auch einfach abmachen. Aber dass ihr es mal seht, was da eigentlich jetzt passiert bei mir, das ist wirklich eklig. Es tut jetzt nicht weh oder so, aber es sieht einfach nur total eklig aus. 10 Tage nach der Behandlung schaut das jetzt so aus. Oh mein Gott, Leute, ich habe wirklich keine Krätze und keinen Pilz oder sonst was. Es löst sich hier einfach die komplette oberste Hautschicht und es tut auch nicht weh. Ich kann jetzt die Haut einfach abziehen. Es geht jetzt nach und nach ab. Ich finde, es sieht aber einfach enorm eklig aus und was da an Haut runterkommt, das ist auch eklig. Also ich kann in der Wohnung nicht mehr ohne Socken oder Schuhe rumlaufen, weil sonst liegen überall meine Hautfetzen sozusagen. Und es ist echt, also da muss man sich wirklich schämen. So kann ich mich nicht barfuß bei irgendwelchen Leuten zeigen, weil die meinen, ja, ich habe irgendeine hardcore ansteckende Krankheit oder was. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Ja gut, im Endeffekt löst sich diese erste Hautschicht und unten drunter ist es schön zart und samtig, das stimmt schon. Es gibt keine Schmerzen und keine roten Stellen oder Wunden oder so. Es ist einfach nur die oberste Schicht, die jetzt komplett abgeht. Ah! Dann komme ich jetzt zum Fazit, zum Endergebnis. Ich bin tierisch enttäuscht von dieser Fußmaske, denn es soll doch so einfach sein, aber dabei war es so aufwendig. Meine Haut hat sich 2 Wochen lang oder sogar ein bisschen länger als 2 Wochen an den Füßen abgeschält. Ich habe ausgesehen, als hätte ich eine übelste Hautkrankheit. Überall waren Hautfetzen und dann habe ich immer versucht, das abzuziehen und auch in der Dusche abzurubbeln und alles. Man soll ja dann auch nicht mit dem Bimsstein draufgehen, weil die Haut ja dann auch sehr dünn wird. Also es löst sich wirklich so die komplette oberste Hautschicht ab.
Und das war schon sehr gruselig. Und es ist einfach peinlich, im alltäglichen Leben so rumzurennen. Das sage ich ganz ehrlich. Das Ergebnis ist zwar ganz gut soweit, aber meine Hornhaut an dem großen Zeh ist nicht ganz hundertprozentig weg gewesen. Da ist sie halt sehr dick. An der Ferse war es gut und auch an den Fußballen sozusagen war es das Ergebnis schon ganz gut. Wirklich schöne, zarte Haut. Aber der Weg dorthin war mir eindeutig zu stressig. Und ganz ehrlich, bevor ich überall Hautschuppen habe und dann auch wieder jeden Tag am Zupfen bin, überall Hautfetzen dann auch verliere und immer noch schaue, dass es irgendwie einigermaßen ordentlich aussieht an den Füßen, kann ich es mir auch gleich sparen und in der Dusche oder in der Badewanne mit dem Bimsstein drüber gehen und dann habe ich ein besseres Ergebnis, weil dann sehen sie nämlich sofort gut aus und nicht erst nach 2 Wochen. Also deswegen hier von mir ein Flop an dieses Produkt. Es tut mir wirklich sehr leid. Es ist eine schöne Idee und es könnte auch gut funktionieren. Also wenn es euch nicht stört, dass es sich die Haut so krass ablöst, ihr habt es ja jetzt gerade im Video echt gesehen, dann probiert es doch selber mal aus. Oder habt ihr es schon ausprobiert, dann würde es mich natürlich sehr interessieren, wie ihr das findet. Von mir gibt es leider einen Flop dafür. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, meine Füße so abgrundtief scheußlich zu sehen. Schenkt mir einen Daumen nach oben und ich freue mich sehr, wenn du mich gleich abonnierst und nächstes Mal wieder dabei bist. Hier gibt es jetzt noch Videos, die dich auch interessieren könnten und dann bis zum nächsten Mal.